Hi, hier ist der Günni vom Medaka-Balkon und ich erzähle euch etwas zum Hikari-Gen. Hier sieht man gleich eine Gruppe von einer Hikari-Zuchtform, die Silverback genannt wird. Anhand dieser Zuchtform möchte ich euch gerne den Körpertyp des Hikari Medaka erklären. Der typische Hikari hat im mittleren Anteil des Rückens eine glänzende Fläche, die daraus resultiert, dass die Glanzzellen des Bauches nach oben gespiegelt sind. So kam es auch zum Namen Hikari, was so viel wie Licht bedeutet, da diese Mutation erstmals in der freien Natur aufgetreten ist und die Fische nur sichtbar waren durch das helle Licht, was sie reflektiert haben. Ebenso ist die Afterflosse auch auf den Rücken gespiegelt, wozu es auch zur Namensgebung des dafür bekannten Genes kam, DA für Double Anal Fin, also doppelte Analflosse. Zusammen mit der Spiegelung der unteren Körperhälfte des Rumpfes ist auch die Schwanzflosse von unten nach oben gespiegelt, woraufhin sich diese bei diesen beiden Fischen leicht asymmetrische Form ergibt. Hier sieht man nochmal einen Jungfisch im Close-Up und wie es zu diesen Bildern kam, Klammer auf, Aufstecklinse fürs Handy, Klammer zu. Hier sieht man jetzt zwei jugendliche Fische mit der Hikari-Körperform. Charakteristisch im vorderen Anteil des Körpers die Glanzschicht sowie die doppelt gespiegelte Afterflosse. Spannenderweise entstanden diese beiden aus einer Verpaarung von zwei phänotypisch offenbar normal aussehenden Fischen. Diese wurden mir mit ihren Geschwistern als Eier zugesandt und der Medaka-Kumpel hat mir vorher allerdings auch Bilder des Weibchens gezeigt aus einem White Tiger Lamé-Stamm, in dem ich entdecken konnte, dass das Weibchen mehr als nur die natürlicherweise vorkommenden 6 Flossenstrahlen der Rückenflosse hat. Das sind die beiden Hikari-Flosser zusammen mit ihren Geschwistern. Und hier veranschauliche ich mal, warum ich Hikari als Körperform nicht mag. Durch die Spiegelung der Körperhälften entstehen oft, wie auch hier bei diesem jungen Fisch schon bereits erkennbar, Körperdeformitäten, die im Erwachsenenalter zu erheblichen Schwimmbehinderungen führen können. Hier nochmal ein Rückblick zum anfangs gezeigten Video, wobei man hier schon deutlich sieht, wie krumm die Wirbelsäule dadurch werden kann. Diese Jungfische stammen aus einer Verpaarung von Yokihi Yama Breed mit White Tiger Lamé, wobei bekanntermaßen der White Tiger Lamé Stamm aus Italien ein Mischprojekt ist aus einer Hikari-Körperform und einer normalen Körperform. Die Mutter der hier gezeigten Tiere war mischerbig auf das Hikari-Gen, trug also eine Kopie dieser Genausprägung und eine normale Ausprägung. Es gibt leider keine Bilder des Vaters, weil dieser aus einer größeren Gruppe stammt. Jedoch war kein Hikari-Flosser, kein Medaka mit einer Hikari-Körperform im Zuchtbecken vorhanden. Allerdings offenbar ein Hikari-Träger, Heterozygoter Mischling. Sonst hätte er es nicht an seine Kinder vererbt. Hier sieht man nun zwei Männlein aus dem White Tiger Lamé Stamm. Auf der linken Seite ein Männlein mit den normalerweise vorkommenden 6 Flossenstrahlen in der Rückenflosse und auf der rechten Seite ein Männlein mit mehr als diesen 6 Flossenstrahlen, was darauf begründet ist, dass dieses Männlein mischerbig für Hikari ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Hikari sich nicht rezessiv vererbt, sondern mit einer inkompletten Dominanz. Was heißt, dass es zur Vollausprägung des Phänotypes kommt, wenn das Hikari-Gen zweimal vorliegt und sich eine Mischform zeigt, wenn das Hikari-Gen nur einmal vorliegt und ein zweites Gen mit dem Wildtyp auch vorliegt. Hier sieht man auch nochmal ein Weiblein des White Tiger Lamé oder White Tiger Lamé Stammes, wo man sieht, dass in der Rückenflosse kleinere und mehr als nur 6 Flossenstrahlen vorliegen.
Ich habe mit diesem Weiblein und dem hier micherbigen Männlein eine Testverpaarung durchgeführt, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis in meiner kleinen Hobbyzucht zu testen. Als Ergebnis ließ sich sagen, dass ca. 15% Hikari-Körperformen aus dieser Verpaarung hochgekommen sind. Rechnerisch waren 25% zu erwarten. Zusätzlich habe ich auch das mischerbige Weiblein mit einem reinen Hikari-Männlein verpaart und die Larven folgend ausgezählt. Ich kam auf 11 Hikari-Körperformen und 18 Fischen, die den normalen Phänotyp bzw. dem mischerbigen Phänotyp entsprechen. Allerdings konnte ich in dieser Größe die Flossenstrahlen noch nicht auszählen. Bei dem durchgeführten Test mit einem Hikari-Phänotyp, mit einem mischerbigen Hikari-Träger, wären rechnerisch 50% Hikari herausgekommen. Diese Theorie wurde bei mir in der Praxis im Bottich ohne weiteres Zutun nicht bestätigt. Jedoch habe ich auch nur eine kleine Hobbyzucht und kein Versuchslabor. Als unerwarteter Nebeneffekt zu dieser Hikari-Körperformen-Testverpaarung habe ich feststellen müssen, dass das verwendete Silverback-Männlein bezüglich der Grundfarben mischerbig ist und nur an die Hälfte seiner Nachkommen die gelben Farbzellen weiter vererbt hat. Zusätzlich zur eben besprochenen Hikari-Körperform gibt es auch noch eine Körpermutation, bei der die Rückenflosse fehlt. Dies soll auch mit dem gleichen Gen zusammenhängen, so zumindest die Andeutungen eines renommierten Medaka-Forschers aus Japan. Ob ich dieser Frage in meiner kleinen Hobbyzucht in der nächsten Saison nachgehen werde, ist im Wesentlichen auch davon abhängig, ob es einen geeigneten Partner für diesen Jungfisch im nächsten Frühjahr gibt. Denn schließlich habe ich kein großes Medaka-Labor, sondern erfreue mich nur an meiner Hobbyzucht. Bis bald, euer Günni.